Okay, wir sind heute Morgen aus Mývatn losgefahren. Ja, Wetter ist so lala, deswegen haben wir jetzt noch nicht gefilmt, hat wieder gut geregnet. Aber jetzt verlassen wir wieder die Ringstraße, die 1, und es geht wieder auf Schotter. Noch ungefähr heute 30 Kilometer, 40 Kilometer bis zum Zeltplatz, und da ist dann der Start der F26, der wie heißt sie jetzt? Sprengisandur? Sprengisandur. F26 Sprengisandur. Wahrscheinlich sage ich es die ganze Zeit falsch. Egal. Die jetzt so getauft, fast. Aber auf jeden Fall, genau, es geht wieder auf Schotter, deswegen habe ich die Luftpumpe in der Hand. Wir verringern den Reifendruck. Gestern oder halt auf Asphalt mit 4 Bar gefahren, das Maximum. Und jetzt lasse ich sie auf ungefähr so 2,2, 2,3 Bar runter. Auf 2 Bar kann man sie maximal runter machen, aber so hat man dann noch ein bisschen Luft nach unten, falls die Straße noch schlechter wird. Ja, deswegen, da bin ich jetzt dabei, den Druck runterzunehmen. Ich hoffe nicht zu viel. Ersten Kilometer auf der Sprengisandur hinter uns. Jetzt am Anfang geht es erstmal gut bergauf, irgendwie 700 Höhenmeter insgesamt, damit wir quasi ja auf die Hochebene kommen, ins Hochland. Noch ist es hier ein bisschen grün, ein paar Lupinen und so weiter wachsen hier noch, aber ich denke, das wird sich heute im Verlauf des Tages schon ändern. Mal gucken, wie weit wir kommen. In ungefähr 80 Kilometer von hier gibt es eine heiße Quelle mit Hütte. Da wollen wir morgen ganz gerne ankommen. Heute sind wir jetzt knapp 20 schon gefahren. Also wir streben eigentlich so 50 Kilometer pro Tag an. Das heißt heute noch gute 30 Kilometer. Ja, Wetter bisher hält sich. Heute Morgen hat es noch ein bisschen geregnet. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es so lange wie möglich so bleibt. Aber irgendwann soll es heute, glaube ich, noch mal regnen. Morgen soll es dann eigentlich ganz gut sein. Übermorgen am Sonntag, was ist das dann, irgendwie 25. Juli oder so, glaube ich. Da soll es ein bisschen regnen oder auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Dann machen wir vielleicht irgendwie einen Pausetag. Müssen wir mal sehen, wie das wird. Ja, cool. Ab geht's. Ein schneller Wechsel der Landschaften hier. Eben noch durch fette Lupinenfelder gefahren. Jetzt steinig mit ein ganz bisschen Gras noch, so rotes Gras irgendwie. Die Halme sind irgendwie so rot. Sieht super rot aus. Und ja, Einsamkeit kommt langsam. Langsam geht's in die Wildnis hinein. Ah, da geht die Straße wieder hoch auf der anderen Seite, ne? Wow, ja, in den Nebel hinein.
geschafft für heute. Haben unser Zelt schon aufgebaut. Ja, ziemlich coolen Platz gefunden, würde ich mal sagen. Oder was heißt gefunden? Also einfach von der Straße runter, 100 Meter, Zelt aufgebaut, scheißegal. Ganz egal, wenn und ob uns hier jemand sieht. Wir sind hier echt mitten in der Wildnis. Und so viele Autos werden heute wahrscheinlich auch nicht mehr lang fahren. Und es gibt halt keine andere Möglichkeit für uns. Das wissen die Leute auch. Wir sind hier mit dem Fahrrad. Deswegen ja, ist Wildzelten definitiv angesagt. Das geht klar. Und jetzt gibt es gleich was Leckeres zu essen. Ui, ja. Es gibt Reis mit Gemüse und dazu super Oliven mit Knoblauch. Boah, noch eine fette Packung Oliven am Start. Sehr, sehr cool. Super. Ja, genau. Und wir setzen uns so ein bisschen so ins Zelt rein, oder? Sehr schön. Gut, dann mal los. Es stürmt, es regnet, es ist ziemlich kalt, wir sind mitten im Nirgendwo. Es ist ziemlich intensiv, ziemlich anstrengend. Olga ist vorne. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir heute machen. Ich glaube, in ungefähr 15 Kilometern gibt es tatsächlich einen Zeltplatz. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber irgendwie gibt es hier irgendwie einen Zeltplatz. Mit einer heißen Quelle sogar. Das wäre halt eine Möglichkeit. Oder Möglichkeit 2. Jetzt irgendwo Zelt aufstellen und morgen früh dahin fahren. Und morgen dann da einen Pausetag machen. Ja, das würden wir aber auch bei Möglichkeit 1 machen. Dann würden wir da wahrscheinlich 2 Nächte bleiben. Mal gucken. Ja, wir sind in Laugerfell angekommen, waren gerade ausgiebigst in der heißen Quelle schwimmen, richtig, richtig cool. Und haben gerade schön Mittagspause gemacht und jetzt wollen wir noch einmal auf die Karte gucken, Cycling Iceland. Da gibt es eine ziemlich coole Karte mit allen möglichen Sachen, die da eingezeichnet sind und unter anderem auch die Pforten, die man durchqueren muss. Und das wollen wir jetzt mal gucken, denn der Plan ist, dass wir jetzt gleich weiterfahren. Das hat jetzt 500 Kronen pro Person gekostet, hier zu schwimmen, also 3 Euro ungefähr. Und ja, hier ist die Karte. Da sind wir. Ah ja. Laugerfell. Ja, und jetzt geht es hier weiter Richtung Süden bis nach Niederlur. Das ist, glaube ich, der nächste Stopp. Und dann schlussendlich irgendwie bis nach Landmannalauga erstmal. Und dann gucken wir mal. Dann können wir nämlich auch eigentlich, man kann auch irgendwie hier zum Gullfoss. Das ist der größte Wasserfall hier. Ah ja. Dann nach
Reykjavik oder hier rüber nach Reykjavik. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt erstmal für heute das V. Sieht man das? Das sind Furten. 1, 2, 3, 4, 5 große Furten bis nach Niederlurm. Ja, 2 große. Ah, das sind noch größere. Ja. Das sind 2 große und das sind 3 kleinere. Ja, Okay. Ja, 50 Kilometer. Mal gucken. Werden wir heute auf jeden Fall nicht schaffen, aber morgen. Ja, morgen sollten wir das schaffen. Aber morgen sind wir zum Mittag vielleicht da und dann fahren wir weiter. Mal gucken. Ja. Je nachdem natürlich, wie das Wetter alles zulässt. Man kann hier ganz gut Geld sparen, wenn man nicht auf den Campingplätzen Genau. bleibt, ne? Was kostet der hier jetzt? Der hätte hier auch 2000 gekostet, allerdings mit dem Pool drin quasi 1500 nur campen pro Person. Sind 10 Euro pro Person, 20 Euro. Ja. Wir stehen hier gerade und denken so, hä, was ist denn das da hinten für ein Geräusch? Ist das irgendwie ein Flugzeug oder so? Oder irgendwie eine Wasserpumpe? Und dann laufe ich hier ein kleines Stückchen ums Fahrrad rum und ja, auf einmal ist es aus der Tasche gekommen. Mein Rasierer ist angegangen. Sehr gut. Sehr gut. So in meiner Tun, das Geräusch. So. Ja, das war echt gut. Holo. 10 Sekunden bis zum Ausgang in Weltall. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los! Tag 4 auf der Sprengisandur und es sieht tatsächlich aus wie auf dem Mond. Unglaublich, diese Weite, diese Ferne, überall nur Steine, überall nur grau, braun. Kein Zeichen der Zivilisation, kein Zeichen von Leben. Mega krass. Heute ist das Wetter gut, die Sonne kommt heute raus. Das macht es halt direkt nochmal so viel besser, so viel schöner. Da kann man es richtig genießen. Die ersten Tage war es doch echt ganz schön regnerisch und kalt und stürmisch. Stürmisch zum Glück fast die ganze Zeit von hinten, auch heute wieder. Rückenwind. Das ist gut, das ist sehr gut. Anders hätten wir es, glaube ich, ja, gar nicht erst in Angriff genommen. Wir hatten vorher halt das Wetter angeguckt, Windrichtung und so weiter geguckt und gesehen, dass wir eigentlich die ganze Zeit fast Rückenwind haben sollen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Ja,
Ja, anders wäre es doch ziemlich tough, denke ich. Ist es jetzt auch schon. Dazu kommen heute halt gut ein paar Furten, die wir durchqueren müssen. Also die kalten kleinen Flüsse, die heißen Furten. Die schmelzen direkt von den Gletschern ab und die sind wirklich eiskalt. Keine Ahnung, wahrscheinlich 2 oder 3 Grad oder sowas. Und heute werden davon sogar ein paar größere kommen. Sogar, ja, ich glaube sogar die größte auf der Sprengisandur werden wir heute durchqueren müssen. Da haben wir schon ein paar Bilder gesehen von anderen Fahrradfahrern, die da wirklich bis zu den Oberschenkeln im Wasser drin waren. Wir hoffen mal, dass es nicht so krass wird. Mal sehen. Boah, das war mal eine richtige Flussüberquerung. Boah, es war ganz schön tief. Schon bis zu den Knien. Wir schicken Olga jetzt, die hat noch gewartet. Kleines Stückchen weiter flussabwärts. Da sieht es definitiv seichter aus. Wahrscheinlich ein bisschen höhere Strömungsgeschwindigkeit. Aber bei Weitem nicht so tief. Das sieht ziemlich gut aus. Hier vorne. Dann gucken wir mal. Geschafft. So war kalt und die Steine waren so rutschig und das Fahrrad ist so schwer. Aber es ging. Ja, nachdem ich geholfen habe. Ja, nachdem du geholfen hast. Ja, sehr gut. Zusammen schaffen wir alles. Jetzt.
Also die letzten Kilometer auf der Sprengisandur liegen an. Es sind noch ungefähr 10 Kilometer oder so, glaube ich. Dann kommen wir tatsächlich wieder auf Asphalt. Und wir haben gerade unseren Plan etwas geändert. Wir können hier einmal kurz eine Karte einblenden. Die Idee war jetzt einfach, eigentlich nach Landmanner Lauga zu fahren und dort 1-2 Tage zu bleiben und dann weiter Richtung Süden über die F208 auf die Ringstraße zu fahren. Aber das Wetter soll die nächsten Tage wirklich schlecht werden und möglicherweise sogar auch ein bisschen länger schlecht bleiben. Und der Campingplatz in Landmanner Lauga ist leider nicht Teil von der Campingkarte, die wir besitzen, wo wir dann quasi auf den Campingplätzen einfach so übernachten können quasi. Wir haben die Campingkarte bezahlt und haben da jetzt 28 Nächte quasi drauf, gut auf allen teilnehmenden Campingplätzen. Und ja, deswegen fahren wir jetzt zu dem nächstgelegenen Campingplatz, der dabei ist. Und der liegt ein bisschen in die andere Richtung, an dem Gullfoss Wasserfall. Wissen wir, wie das da noch heißt? Nee. Skjöl. Skjöl heißt der Campingplatz, ja, keine Ahnung. Und dahin ist auf jeden Fall der ganze Weg Asphalt. Und das sind 130 Kilometer von hier. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich heute und morgen dann schaffen. Genau, morgen Abend wollen wir da ankommen. Donnerstag, ja, und Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich auch, Montag auch noch ein bisschen, soll es halt regnen. Es ändert sich halt auch immer jeden Tag. Man weiß nie so ganz genau, wie es dann wird. Ja, also, das ist der Plan für jetzt.